So, Servus und Hallo Leute. Heute darf ich euch begrüßen bei einem neuen Video. Ich habe jetzt länger keine Videos gemacht, aber heute fühlt es sich irgendwie nice an und habe mir gedacht, dann schnappe ich die GoPro und mache ein kurzes Video über die Dinge, die ich an meiner MT-07 verändert habe. Es sind keine großen Veränderungen, es sind dezente Veränderungen, die mir persönlich aber besser gefallen, weil ich halt absolut gar kein Fan von so Clown-Tuning bin oder zu auffälligem Tuning. Ja, würde sagen, wir fahren einfach mal hier rein und dann stelle ich euch das Ganze vor. So, also hier wäre das schöne Stück. Ich habe 7 Veränderungen dran vorgenommen, die eher etwas dezenter sind. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach einmal bei dem auffallenden Teilen an. Also das erste, und das wäre auch schon gleich das teuerste an allen Veränderungen, die ich vorgenommen habe. Das ist der Auspuff. Das ist eine Komplettanlage von MIV, also MIVV. Persönlich, ich bin kein Fan von dem Underbelly-Auspuffen. Deswegen gefällt mir halt diese Art von Auspuff wesentlich besser wie andere, die halt auf dem Markt sind. SC Project wäre auch geil gewesen. Ist aber halt mir für dieses Motorrad etwas zu teuer. Ganz einfach zu machen, kostet gar nichts. Ich habe die Fußrasten abgebaut vom Motorrad und das gibt dem Motorrad gleich einen viel aggressiveren Look. Und das einzige Problem war halt, dass die Fußraste gekoppelt ist an den Bremsflüssigkeitsbehälter. Und da habe ich mir dann halt so mit einem Bügel eine Halterung gebaut, die sehr dezent ist, stabil ist und ja, finde ich, schaut relativ cool aus. Von der anderen Seite, ohne Fußrasten, ja, finde das Motorrad gibt halt einfach mehr her so. Ja, nächste Veränderung, die ich euch zeigen mag, die sehr simpel geht, ist der Gurt für den Sozius-Fahrer. Den kann man auch ganz einfach abschrauben drunter und finde, das schaut dann auch schon viel, viel geiler aus. Nächstes Anbauteil wäre der Nummernschildhalter von Yamaha. Halt in der kurzen Variante, wenn man den kauft, bekommt man den also man bekommt eigentlich auch noch einen Teil mit, um es zu verlängern. Aber ja, das passt so bei uns beim TÜV und deswegen finde ich, schaut auch richtig geil aus. Dann die nächste Veränderung am Motorrad wären die Spiegel. Ich habe jetzt hier nur einen drauf, aber Lenkerspiegel taugen mir prinzipiell sehr, sehr gut. Ich finde, das macht einfach viel mehr her von der Form, wenn das Profil vom Motorrad nicht so erhöht ist. Schaut einfach insgesamt viel besser aus, wenn man auf mehr oder weniger Tankhöhe bleibt vom Motorrad. Würde auch gerne einen anderen Lenker drauf bauen, wenn da jemand eine Idee hat, was passt. Ich würde gerne ein bisschen tiefer gehen. Das Problem ist halt mit dem neuen Tank von dem 21er Modell, dass, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da bleibt nicht viel Spielraum. Also noch eine Veränderung, die eher weniger obvious ist, aber sicherlich eine der besseren Veränderungen, die ich am Motorrad vorgenommen habe. Da kann man für rund zwischen 60 und 80 Euro richtig was rausnehmen aus dem Motorrad. Und zwar, ich habe Ritzel und Kranzel verändert. Hinten sieht man es jetzt, da ist ein schwarzes drauf. Wenn ihr wissen wollt, wie viel, also ich habe vorne -1 und hinten +2 gemacht. Ist einfach angenehmer zum Fahren. Die meisten Motorräder sind von der Herstellung her schon meist viel zu lang übersetzt wegen den Abgasnormen. Ist etwas, was mir prinzipiell gar nicht gefällt. Also alle meine Motorräder sind kürzer übersetzt und man braucht da auch keine Angst haben. Die nächste Veränderung am Motorrad kostet auch wieder gar nichts. Man muss sich nur ein bisschen handwerklich zu helfen wissen. Es handelt sich hier um den
GP-Shift oder Race-Shift, wie man es auch immer nennen will, Umkehrschaltung. Dafür braucht man eigentlich gar nichts, man muss eigentlich nur die Schaltung einmal um 180 Grad drehen und dann ist man schon im Race-Shift. So, kleines Problem bei der MT ist, dass man hier nicht am Plastik vorbeikommt. Jeder, der ein Dremel zu Hause hat, kann das ganz einfach lösen. Ich habe hier einfach ein Stück vom Plastik weggedremelt, sodass das ohne Probleme hier an dem Plastikteil vorbeigeht, also dass das Gestänge nicht schleift. Ist einfach zu machen, kostet nichts und mir gefällt die Umkehrschaltung halt viel besser. So, und dann kommen wir zur letzten Veränderung. Hier handelt es sich um die Tachoeinheit. Hier habe ich eine Schutzfolie drauf. Ganz einfach, weil die Tachoeinheit relativ frei liegt und man gerne Schrammen reinmacht, habe ich mir da eine Schutzfolie zukommen lassen. Die ist von Speedo Angels. Ich verlinke die auch unten in der Beschreibung. Ich finde das insgesamt einfach eine clevere Idee bei Motorrädern, wo die Tachoeinheit so frei liegt. Für Leute, die gerne am Motorrad arbeiten, so wie ich, kann es mal vorkommen, dass Bremsflüssigkeit oder so aufs Tacho kommt. Und das wäre in diesem Fall nicht so gut, weil das halt ja gleich Schaden anrichtet. Die ist halt sehr ätzend. Oder halt, dass man Schrammen reinmacht beim Putzen, wie auch immer. So, das war es dann auch schon mit den ganzen Veränderungen am Motorrad. Wie ihr seht, ist alles relativ schlicht gehalten und in schwarz. Gefällt mir so relativ gut. Falls ihr noch clevere Ideen habt von Sachen, die man verändern kann, oder ja, generell, was ihr mir noch vorschlagen würdet oder was ihr an eurem Motorrad verändert habt, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Einzige Sache, die bei mir halt jetzt noch irgendwie kommen wird, die mich schon reizt, wäre ein Quickshifter, aber das sehen wir ja dann. So, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Cheerio, macht's gut.